Was hoffst du dir eigentlich für Drops von Clock und Red Meteo? Gute? Ist doch egal, Hauptsache gute Drops. Irgendwas muss man ja farmen, weil man sein Geld nicht mit Resane verdienen will. Resane, Scammen oder Level Service. Und das will ich nicht. PvE Warrior. Yeah. Du spielst das Spiel, wie man es spielen sollte. Das ist Ansichtssache, aber yeah, sehe ich auch so. Ich meine, jeder kann das Spiel so spielen, wie er will. Würde ich sagen. Aber mir macht das halt einfach keinen Spaß. Also, ich meine, wenn ich Shops durchschaue und irgendwas kaufen will und ich finde mal ein günstiges Item, natürlich freue ich mich auch darüber, dass ich dann Geld gespart habe und so. Aber den ganzen Tag nur Shops durchgucken und auf Schnapper hoffen und dann halt, oder die ganze Zeit mit Leuten verhandeln und zu gucken, dass ich es dir günstiger verkaufe, damit du es wieder teurer weiterverkaufen kannst, weil du jemanden kennst, der mehr zahlt oder so. Das macht mir einfach keinen Spaß. Und ich sag mal so, ich meine, ja gut, muss jetzt auch wieder vorsichtig sein, aber ich weiß halt nicht, also ich verstehe halt nicht, warum man dann Flash spielt. Also ich denke halt, es gibt, also wenn man wirklich so richtig krass auf Wirtschaften steht, denke ich halt, gibt's andere Spiele oder bessere Spiele dafür als Flive. Also es erschließt sich mir nicht ganz, also es erschließt sich mir schon, dass es Leute gibt, die sowas gerne mögen. Quasi aus 100 Millionen Penya 1 Milliarde Penya zu machen und dann aus 1 Milliarde 10 Milliarde und pipapo und das nur durch Handeln und so. Dass es Leute gibt, die das reizt. Sage ich ja nichts dagegen. Ich finde halt nur Flive ist irgendwie nicht das richtige Spiel dafür. Meiner Meinung nach. Also ich denke, es gibt halt andere Spiele, wo man da keine Ahnung, vielleicht besser aufgehoben wäre. Weil letztendlich stellt sich mir dann immer die Frage, warum spielt man denn überhaupt Flive? Weil das eigentliche Spiel hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Also auch wenn die Wirtschaft von dem Spiel eine sehr große Rolle spielt und Handeln und so zwischen den Spielern spielt eine sehr große Rolle, weil wenn ich was droppe, muss ich es ja auch verkaufen an irgendjemanden. Das ist schon klar, aber manche, wie gesagt, machen das ja zu ihrem einzigen Sinn und Zweck, in diesem Spiel überhaupt Zeit zu verbringen. Und wie gesagt, da denke ich halt, es ist dann irgendwie einfach nicht das richtige Spiel, weil das eigentliche Spielprinzip ist ja ein anderes. Das eigentliche Spielprinzip von diesem Spiel ist halt Hard Grind. Bossmonster und normale Monster grinden bis zum geht nicht mehr. Aber wie gesagt, kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich mach's halt so, wie ich's will. Und das ist eben der Hard Grind. So, ich bin gleich ready. Cooldown is over, oder? Cooldown is over. Channel 1 Party is open. Was geht ab, Ego? Leipzig. Hab so lange nicht mehr gespielt, hab vergessen, was Clockworks oder Red Meat überhaupt droppen. Clockworks willst du Schmuck plus 3. Clockwork Schmuck plus 3. Speedo, Intiret ist immer der teuerste. Und bei Red Meteo ist das teuerste Bloody Stick oder Bloody Cloud. Oder einfach eine Bloody Waffe oder Bloody Cloud. Premium Fluggerät. What server is this? It's the FWC 2025 server.
Wie ist der Clockworks aus meinem Regal ins Fenster gesprungen, Sir? Das ist ein großer Boulder, guck. Oh, er ist genau hinter dem Mikrofon. Guck. Verdammt. Das ist ein Big Bro.